Seid ihr Feuerwehrleute oder seid ihr anderweitig schon mal mit einem Feuerwehrauto mitgefahren? Wir kennen sie alle, die roten Fahrzeuge der Feuerwehr. Sie sind meistens in Notsituationen unterwegs, aber dennoch sind wir beruhigt, wenn wir sie sehen, denn wir wissen, sie sind da unterwegs, um zu helfen. Heute geht es um unsere Sicherheit, heute geht es um die Feuerwehr. Wir sind heute in Ratingen bei der Feuerwehr zusammen mit René Schubert. Herr Schubert, die Feuerwehrautos sind überwiegend rot. Warum gerade rot? Ja, das ist eine sehr lange Tradition, über 100 Jahre alt. Man hat sich seinerzeit entschieden, dass Feuerwehrautos im Verkehr auffällig sein sollen und hat sich für eine rote Farbgebung, für eine rote Lackierung entschieden. Jetzt habe ich mich vorher ein bisschen schlau gemacht und weiß, dass es durchaus auch RAL-Farben sind, die Rottöne. Was sind das denn für RAL-Farben? Ja, also vor dem Kriegen waren das ganz dunkle Rottöne, RAL 3003 zum Beispiel. Nach dem Krieg hat man angefangen, normativ zu regeln und hat sich zunächst für Feuerrot RAL 3000 entschieden. Diese Farbe ist aus heutiger Sicht ein eher unauffälliger und dunkler Rotton. In den 70er Jahren gab es dann große technologische Fortschritte beim Herstellen von Farbstoffen, sodass leuchtende Farben, fluoreszierende Farben entwickelt wurden. Und man hat dann das Leuchthellrot und das Leuchtrot als Farben, RAL 3024 und RAL 3026, entwickelt. Eine Zeit lang sind sehr viele Fahrzeuge in diesen fluoreszierenden Farben lackiert worden, weil die tagsüber natürlich ausgezeichnet sichtbar sind. Nachts haben sie aber keinen Vorteil. Und sie sind sehr komplex in der Verarbeitung und sehr teuer. Und vor dem Hintergrund hat man zunehmend wieder Abstand davon genommen und hat aber überlegt, was kann man noch an auffälligen Rottönen den Feuerwehren zur Verfügung stellen. Und 2015 hat man sich im Rahmen der Normungsarbeit entschieden, RAL 3020 Verkehrsrot, zum Beispiel nach norwegischem Vorbild, zusätzlich in der Norm für die Farbgebung von Feuerwehrfahrzeugen zu nennen. Sie sprechen es auch wieder an, es ist eine Normung, das heißt, es wird irgendwo festgelegt, was die Feuerwehrfahrzeuge für Farben bekommen. Wo wird das gemacht und was wird dabei alles berücksichtigt? Ja, genau richtig. Also im DIN gibt es einen Fachbereich, der sich um die Normung für die Feuerwehr kümmert, und es gibt eine DIN-Norm, Farbgebung der Feuerwehrfahrzeuge, DIN 14502 Teil 3. Die wird von dem zuständigen Arbeitskreis regelmäßig fortgeschrieben, zuletzt erst 2022. Und im Rahmen dieser Aktualisierung ist zum Beispiel 2015 das eben erwähnte Verkehrsrot neu aufgenommen worden. Neben dem Rot gibt es ja mittlerweile auch sehr viel, wir sehen es auch hier im Hintergrund, sehr viel Signalfarben in Form von Gelb oder es gibt auch Grautöne, Weißtöne. Sind das auch RAL-Farben? Ja, also die Farben, die in der Norm genannt sind alles RAL-Farben, und der Hintergrund, dass die zusätzlichen Farben für Kontraste, für Applikationen aufgenommen sind, sind einfach in der Auffälligkeit zu suchen. Also die Verkehrssicherheit durch gute Sichtbarkeit, die Sicherheit für die Einsatzkräfte durch gute Sicherheit an der Einsatzstelle steht dabei im Vordergrund. Man hat sich dann entschieden, das klassische Weiß als Kontrastfarbe, Reinweiß, zu ergänzen, zum Beispiel durch Schwefelgelb, wie wir das hier im Hintergrund sehen. Es ist natürlich für uns von RAL ganz schön zu sehen, dass RAL-Farben durchaus im öffentlichen Leben zur Anwendung kommen und auch maßgeblich zur Sicherheit beitragen. Gut, also jetzt kommt ein Alarm. Wir hören gerade Ding Dang Dong. Auf der Autobahn brennt ein PKW. Das Löschfahrzeug muss jetzt leider ausrücken und wir müssen unsere Aufnahme hier beenden. Okay, das heißt für mich Einsatz, die Jungs kommen schon, ich steige einfach mit dazu. Dankeschön. Wir sind froh, dass es sie gibt, unsere Feuerwehrleute. Und jetzt wissen wir auch, warum sie in roten Autos kommen und was genau das für RAL-Farben sind. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unsere Kanäle und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem neuen Thema wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss.